Der Beschluss des Kirchenvorstands war 2011 gefasst. Man möchte doch bitte die Orgel restaurieren, die in einem desolaten Zustand war. Manche sprachen dafür, unbedingt, Kulturdenkmal muss erhalten bleiben. Andere sagten, nein, was soll das? Wir haben genug Herausforderungen in diakonischen Arbeiten. Und das sind ja zwei Dinge, die nebeneinander stehen können. Wir haben begonnen 2012 und es gab einen neuen Kirchenvorstand. Und das waren alles tolle Leute. Es gab einen neuen Pastor, es kam noch ein zweiter neuer Pastor dazu. Es war so eine Art Aufbruchsstimmung. 2013 wurde schon der Verein gegründet. Also ich gehöre zum Kirchenvorstand seit 2012 und zum Verein 2013. Wir haben diese große Aktion Orgelrestaurierung in 3 Teile aufgeteilt, weil man nicht warten kann, bis man alles Geld zusammen hat, ohne den Orgelbauer vorher schon vertraglich an sich zu binden. Wenn wir das Geld gehabt hätten, hätte der gesagt, ja, in 6 Jahren bin ich soweit, ich habe andere Aufträge angenommen. Also musste man diese Aufgabe Restaurierung und Rekonstruktion und dann die Farbfassung der Orgel splitten, diese 3 Teile. Und als der erste Bauabschnitt zusammengekommen war, da konnten wir den Orgelbauer beauftragen und er konnte uns in seine Auftragsliste mit hineinnehmen. Also das war ein Glücksmoment. Also wir haben die Kirche geschlossen 2022 und 1,5 Jahre schließen müssen, weil die Arbeiten hier so lange dauerten, also bis zum Herbst 2023 oder 1. Advent 23. Und die Orgel wurde im Januar, Februar 22 abgebaut. Das lief dann quasi parallel. Orgel weg, Kirche zu, das war eine harte Zeit, über 1,5 Jahre. Feuchtigkeit und Orgel ist eine ganz schlechte Mischung. Und dann wurde natürlich auch das Amt für Bau- und Kunstpflege in Pferden und in Bremerhaven engagiert. Da gibt es Architekten, Restauratoren, die alle mithelfen mussten, dass das voranging. Aber auch die Heizungsanlage so umzustellen, dass sie korrespondiert mit der Lüftung, sodass also immer eine gewisse Raumtemperatur, aber auch eine gewisse Luftfeuchte erreicht wird. Also eine Orgel restaurieren ist das eine, aber eine Kirche sanieren und restaurieren ist das andere. Und das sind aber wieder andere Mittelgeber, außer der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Und dramatisch wurde es ganz zu Anfang, als es plötzlich hieß, es gibt Risse in der Westwand, das ist da hinter mir, an der hängt die gesamte Orgelempore. Das war also deswegen so schwierig, weil diese Sanierung der Westwand nur unter Volllast passieren konnte. Das heißt, die Orgel musste noch oben drauf sein, also gab es da den nächsten Druck. Und da hatten wir wieder das Glück, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kurzfristig eingesprungen ist zur Finanzierung, denn die Fristen laufen ja. Das ist immer unser großer Druck gewesen. Das muss man nur über diese vielen Jahre auch durchhalten. Die Gloger-Orgel hat einen Klang, der in der großen norddeutschen Tradition steht, die insbesondere von Arp Schnittger hier in der Region geprägt wurde. Und Gloger steht in dieser Tradition und arbeitet sehr ähnlich wie Arp Schnittger. Allerdings hat er hier eine besonders große Orgel mit besonderen Registern gebaut, also besonderen Klangfarben, die sich wie auch bei Schnittger-Orgeln unterteilen in Labialregistern, die funktionieren so ungefähr wie eine Blockflöte, und in Zungenregistern, die ähnlich funktionieren wie eine Klarinette. Hier können wir das gut sehen. Wir haben hier zum Beispiel sehr alte Labial- oder Lippenregister stehen. Die beiden, die man hier sieht, stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, also sehr alte Pfeifen. Man kann das an der Bauweise sehen.
Hier ist eine Unterlippe, hier ist eine Oberlippe, dazwischen ist der Pfeifenmund. Hier an dieser Stelle wird der Ton gebildet. Und durch die Formung, dass wir hier so eine spitze Form haben, kann man gut erkennen, dass es aus dem 16. Jahrhundert ist. Außerdem an der Pfeifenoberfläche, die auf einem Sandbett gegossen ist. Diese Orgel hat, wie typisch für eine norddeutsche Orgel, einen großen Anteil an Zungenregistern. Man kann das besonders schön hier am Hinterwerk sehen. Hier stehen gleich 3 Zungenregister hintereinander. Diese Orgel hat einen sehr großen Anteil an Zungenregister und das macht natürlich eine ganz besondere Charakteristik aus. Hier vorne ist die Vox Humana, ein Zungenregister, was leider im 19. Jahrhundert verschwunden ist. Und es gibt ein Vorbild davon, welches Gloger in der Orgel in Kardenberge gebaut hat. Und so konnte der Orgelbauer eine Vox Humana rekonstruieren, wie Gloger sie auch gebaut hätte. Und die Kombination mit verschiedenen Labialregistern, die dahinter stehen, man sieht, wie viele Pfeifen dann auf so einem Werk stehen und wie eng sie bei Gloger stehen. Die Kombination mit Zungenregistern und Labialregistern gibt dann immer wieder neue Klangfarben. Das ist der Reichtum dieser Orgel und deshalb hat Gloger diese Orgel mit so vielen Registern, 46 an der Zahl, gebaut. Das sind weit über 2500 Pfeifen. Die Zungenregister stehen immer so, dass man sie als Organist, der die Zungenregister stimmen muss, gut erreichen kann. Bei einer Zungenpfeife entsteht der Ton. Hier ist eine kleine Metallzunge auf dieser Metallkehle. Wenn der Wind von unten kommt, fängt die ganz schnell an zu schnarren und ergibt ein Geräusch. Mit dieser Krücke wird diese Kehle abgegriffen und gibt die Tonhöhe dann vor. Und die Tonqualität, die macht dann hier oben der Becher. Jeder Klang und jedes Geräusch hat eine natürliche Obertonstruktur und die bestimmt die Art und die Qualität des Klanges. Das können wir hier sehr schön hören zwischen 2 Registergruppen, den Prinzipalen und den Flöten. Die Prinzipale klingen eher hell und gesanglich und Flöten eher dumpf und weich. Und die Orgel verstärkt auf künstliche Weise diese natürlichen Obertöne. Das kann man sehr schön an Folgendem vormachen. Ich nehme das Register im Hauptwerk der Oktave 4 und spiele ein C. Und dann ziehe ich dazu eine Quinte. Man hört sofort, dass ein anderer Ton dazukommt. Und hier bei dieser Orgel gibt es eine Besonderheit. Das ist eine tiefe Terz. Und so habe ich mit einer Taste einen wunderschönen Dur-Dreiklang, den ich aber so in alter Literatur gar nicht brauchen kann. Ich muss weitere Register dazu nehmen, dass es einen sinnvollen Zusammenhang gibt. Den Prinzipal 8 Fuß dazu und die Quintadena und auch die Oktave 2 Fuß dazu. Und nun habe ich einen sehr vollen und farbigen Klang. Dies ist ein Klang dieser Orgel, den man so schnell weit und breit nicht wiederfindet, weil nur diese Orgel diese tiefen Terzregister hat, die eine ganz besondere Klangfarbe in so einer Kombination erzeugen. Man kann Gloger als ein Urenkelschüler von Ab Schnitger bezeichnen, da er in einer direkten Folge seiner Meistervorgänger aus der Schnitgerschule kommt
Und wir finden die ganzen Dinge auch, die bei Schnittger da sind, hier in dieser Orgel, also einen hellen, strahlenden Klang im Orgelpleno, also den Prinzipalregistern, die man zueinander registriert und dann einen großen glänzenden Klang bekommt. Ich will das einmal vormachen mit einem Prinzipalpleno. Ein großer, heller, strahlender Klang. Neben den Prinzipalregistern, die diesen Klang erzeugen, haben wir viele Flötenregister, die man für das eher kammermusikalische Spiel brauchen kann. Ich werde ein paar wenige Beispiele vormachen. Im Hauptwerk das Gedakt Achtfuß. Im Hinterwerk die sehr charakteristische Bartpfeife. Brustwerk eine sehr helle, feine Vierfuß-Rohrflöte. Im Brustwerk kann ich zum Beispiel 3 Flötenregister zusammenstellen, Gedakt Achtfuß, die Rohrflöte Vierfuß und das Nasat Dreifuß, was einen wunderschönen Soloklang ergibt. Aus der Flötenfamilie zeige ich noch 2 weitere Beispiele, die sehr hell und kapriziös klingen. Im Brustwerk Gedakt Achtfuß mit einer hellen Gemshornflöte Zweifuß und im Hinterwerk mit einer 8- und 4-Fuß-Flöte und ein Drittelfuß Sifflöte, ein sehr heller, spritziger Klang. Man hört, glaube ich, schon bei den wenigen Beispielen, wie reich die Palette an Klangfarben ist, sowohl von Prinzipalfarben wie von den Flötenfarben. Besonders charakteristisch für dieses Instrument ist die reiche Besetzung durch Zungenregister. Ich werde einmal auf allen Manualen alle Zungenregister ziehen und man hat die große Brassband des 18. Jahrhunderts. Und ich ziehe auch die Koppel dazu, vom Hinterwerk zum Hauptwerk. Und Sie werden gleich sehen, dass die Tasten hier unten selbstständig mitlaufen.
Ein unvergleichlicher Klang, der, glaube ich, jedem Organisten Freude macht zu spielen. Den kann man jetzt noch weiter anreichen bis zu einem wirklich ganz großen Pleno mit diesen Registern, die ich eben schon vorgestellt habe, die eben nicht den Ton spielen, den man drückt, sondern eine Terz oder eine Quinte. Davon werde ich noch einige dazuziehen und dann bekommen wir ein ganz besonderes, großes Klangerlebnis. Das ist noch nicht alles, da kann man noch mehr drauf geben, aber das ist die Frage, wie sinnvoll ist diese Kombination. Es heißt ja oft, der Organist zieht alle Register, das ist bei so einem Instrument nicht sinnvoll. Ich werde das oft gefragt, kann man alle Register ziehen? Und dann kann ich eigentlich nur immer antworten, kochen Sie selbst? Würden Sie in ein Gericht alle Gewürze reinschmeißen? Dann schmeckt es nicht mehr. Also ist auch hier immer eine gute Auswahl gefordert. Aber wie gesagt, der ganz große Klang dieser Orgel wäre das folgende. Die Orgel hat nicht nur Register, die mit Pfeifen bestückt sind. Es gibt ein Register, was vielen Menschen immer viel Freude bereitet. Insbesondere zu Weihnachten darf es nicht fehlen. Das ist der berühmte Zimbelstern. Vorstellen möchte ich noch ein weiteres Register, das keine Pfeifen hat, sondern etwas in der Orgel bewirkt, der Tremulant. Der bringt den Wind in Schwingungen. Man hat damit versucht, ein Vibrato zu erzeugen, eine Schwingung zu erzeugen, die ähnlich der menschlichen Stimme ist. Und da nützt sich auch das Zungenregister zu, die Vox humana, menschliche Stimme. Da wundern sich viele, wie eine menschliche Stimme klingen könnte, aber man hat damals ein anderes Ideal gehabt, als man dieses Register baute. Damals hat man viel nasaler, viel heller gesungen, als das heute der Fall ist. Ich mache das einmal vor, zunächst ohne Tremulant. Und jetzt mit. So hat die
Orgel hier mit ihren 46 Registern unzählige Möglichkeiten an Klangfarben. Das wird man in einem Organistenleben nicht ausschöpfen können. Wir haben verschiedene Register, insbesondere bei den Zungenregistern, die richtige Instrumentennamen tragen, wie zum Beispiel das Fagott. Oder die Schalmei. Das Gemshorn, das habe ich eben im Zusammenhang gespielt, ist ein altes Blasinstrument, ein Blockflöteninstrument, aber aus einem wirklichen Horn eines Tieres gebaut. Ich spiele es einmal alleine in tiefer Lage. Wir haben die starken Zungenregister wie Posaune und Trompete. Posaune im Pedal. Oder daneben auch im Pedal den Dulcian. Der Dulcian war eben der Vorläufer des Fagottes. Und dann haben wir eben im Hauptwerk die Trompete Achtfuß. So gibt es eine ganze Reihe von Registern, die richtige Instrumente versuchen zu imitieren unter den Flöten und insbesondere auch unter den Zungenregistern. Diese Orgel hat ja eine sehr lange Geschichte, die zurückgeht bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Und jede Orgelbauepoche hat wieder Erweiterungen dieser Orgel vorgenommen, neue Pfeifen hineingebaut, die Orgel umgebaut, vergrößert. So war es am Anfang wahrscheinlich Matthias Mahn aus Buxtehude um 1550. Der Antonius Wilde, ein Orgelbauer hier aus Otterndorf, hat die nächste Erweiterung vorgenommen, Ende des 16. Jahrhunderts. Hans Riege, ein Hamburger Orgelbauer, dann 1662 eine Orgel hier fertiggestellt. Und zum Schluss eben Dietrich Christoph Gloger, dessen Konzept jetzt wieder restauriert und rekonstruiert wurde. Die meisten Pfeifen sind von Gloger und von Arendt, aber es gibt in dieser Orgel noch ganz alte Pfeifen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das ist im Brustwerk das Gedackt und im Pedal der Suppers. Die werde ich nun einmal zusammenspielen.
Natürlich hat Gloger diese Pfeifen auch übernommen und daran gearbeitet. Es ist sicherlich nicht mehr der ganz alte Klang, den sie ursprünglich hatten, aber diese wertvollen Pfeifen sind bis heute vorhanden. Sie klingen bis heute und haben über die ganze Zeit hier der Orgel gedient. Die sind auch nie herausgenommen worden. Eine Orgel, die restauriert wird, ist nicht nur für eine Kirchengemeinde von besonderer Bedeutung, sondern sie ist kulturhistorisch von riesiger Bedeutung, denn man ruft da Fertigkeiten und Tätigkeiten und Berufe ab, die sonst verschwinden würden. Dann wird es keinen Pfeifengießer mehr geben oder jemanden, der Tastaturen herstellen kann oder der noch weiß, was eine Balkanlage ist. Und heute, glaube ich, könnten wir das nicht mehr beginnen. Die Zeiten sind so schwierig für viele, also ein geschenktes Zeitfenster.